Dass Kommunikation ein wesentliches Schlüsselelement ist im Aufbau und Erhalt von Beziehungen, in der Führung, in der Zusammenarbeit oder auch im Kundenkontakt, ist Ihnen mit Sicherheit bewusst. Trotzdem hält sich nichts hartnäckiger als die Illusion, dass man nur den Mund aufmachen muss und verstanden wird, genauso wie man es gemeint hat. Die Realität zeigt uns ja, dass es ganz anders ist. Oder wie der Amerikaner Steve DeShazer gesagt hat, es gibt in der Kommunikation zwischen Menschen eigentlich nur mehr oder weniger hilfreiche Missverständnisse. Kommunikation ist anspruchsvoll. Und ich verwende gerne auch einen Begriff aus der Technik, um zu beschreiben, worum es in Kommunikation eigentlich geht. Und das ist der Begriff Synchronisation. Denn was habe ich, wenn ich zwei Geräte miteinander synchronisiere? Mein Smartphone und meinen Laptop. Als Ergebnis habe ich Datengleichstand. Nun denken die meisten Menschen, wenn es um Kommunikation geht, vor allem an den Senderanteil, an das Mitteilen, verbal, nonverbal, all die unterschiedlichen Aspekte der Kommunikation. Ein wesentlicher anderer Aspekt ist jedoch der empfangende Teil, das Zuhören. Und die Qualität des Zuhörens hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtqualität der Kommunikation. Wenn sie wirklich stattgefunden hat, dann haben Sie und ich nach erfolgter Kommunikation das gleiche Verständnis des Inhalts oder des Themas, das wir besprochen haben. Die Qualität des Zuhörens wird wesentlich davon beeinflusst, mit welcher Absicht und mit welcher Haltung ich zuhöre. Ich kann einerseits zuhören mit der Absicht, möglichst gut zu antworten, möglichst gut zu entgegnen oder zu entkräften, was der andere uns sagt, zurückzuschießen im schlimmsten Fall. Oder wir können mit der Absicht zuhören, wirklich verstehen zu wollen. Wirklich inhaltlich, aber auch emotional verstehen zu wollen, was der andere oder die andere mir wirklich sagen will. Damit entsteht in der Kommunikation eine ganz andere Tiefe und somit auch echter und wahrer Dialog. Mit welcher Absicht hören Sie zu? Mehr dazu finden Sie in meinem neuen Buch Durchstarten. Sie finden darin Tipps und Anregungen rund um die Themen Selbst- und Beziehungskompetenz in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Sowie die Essenz aus meinen über 20 Jahren Arbeit als Coach und Sparringspartner von Führungskräften und der Arbeit mit Flugbesatzungen und Passagieren aus aller Welt. Erhöhen auch Sie jetzt Ihren persönlichen Wirkungsgrad und starten Sie richtig durch.